Endlich ist es da, das digitale Flipchart von Samsung. Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll ermöglicht es sowohl die Nutzung als Flipchart als auch die Wiedergabe von digitalen Formaten wie Bild und Ton. Beginnen wir nun mit dem Auspacken. Die Oberseite des Kartons sollte vorsichtig mit einem Paketmesser geöffnet werden. Ein Pfeil auf dem Styropor deutet auf die Seite mit dem Display hin. Aufgrund der Größe und des Gewichtes sollte das Auspacken sowie die Montage des Gerätes von mindestens 2 Personen durchgeführt werden. Als Zubehör liegen dem Flip 2 Touchpen, ein USB-Kabel sowie ein Netzkabel bei. Das Touchpen ist aus Holz gefertigt. Mit dem schmalen Ende wird geschrieben. Mit dem dicken Ende wird markiert. Der Standfuß ist optional und kann separat erworben werden. Dem liegt eine Montageanleitung sowie Schrauben und Kabelklammern bei. Zur Aufhängung müssen auf der Rückseite des Flip 2 große Schrauben angebracht werden. Beim Standfuß wird zuerst die Abdeckung entfernt, um später die Befestigungsschrauben einsetzen zu können. Der Flip kann nun vorsichtig am Standfuß an den 2 oberen Schrauben aufgehängt werden. Danach wird der Flip auf der Rückseite mit den 2 übrigen Schrauben am Standfuß befestigt. Anschließend kommt die Abdeckung wieder drauf. Nun wird der Standfuß mit dem Flip verkabelt, sodass der Strom sowie die Daten des angeschlossenen Endgerätes später über den Standfuß an den Flip übertragen werden können. Anschließend kommt hier ebenfalls die Abdeckung wieder drauf. Jetzt nur noch das Stromkabel anschließen und schon steht der Flip. Der Flip kann sowohl im Querformat als auch im Hochformat betrieben werden, sogar während des Betriebes. An der Seite befindet sich das NFC-Modul sowie der Steckplatz für das Touchpen. Das war soweit unser Unboxing des Samsung Flip. Erfahren Sie mehr und erleben Sie das Samsung Flip in Aktion in unserem folgenden Review. Wir sprechen IT. Was sprechen Sie?